Was ist Toleranz? Wo sind die Grenzen der Toleranz und wer legt sie fest? Der deutsche Politikwissenschaftler und Philosoph Rainer Forst befasst sich in seinem Werk intensiv mit diesen Fragen. Welche 3 Komponenten von Toleranz er unterscheidet, welche Konzeptionen von Toleranz es gibt und wie sich Toleranz im Laufe der Geschichte verändert hat, erfährst du in diesem Video. Der Begriff Toleranz kommt von dem lateinischen Verb tolerare, dulden, zulassen, ertragen. Gemeint ist die Duldung von Überzeugungen, Handlungen oder Praktiken, die zwar negativ bewertet, aber nicht eingeschränkt oder verboten werden. Ein Subjekt, ein Individuum, eine Gruppe oder der Staat toleriert ein Objekt, bestimmte Überzeugungen, Handlungen oder Praktiken, das er als schlecht bewertet. Die Definition von Toleranz enthält 3 Komponenten. Erstens eine Ablehnungskomponente. Wir müssen die Überzeugungen, Handlungen oder Praktiken als falsch oder schlecht bewerten, um sie tolerieren zu können. Andernfalls würden wir ihnen gegenüber gleichgültig sein oder sie bejahen. Zweitens enthält der Begriff der Toleranz eine Akzeptanzkomponente. Wir akzeptieren andere, positive Gründe, welche dafür sprechen, die als falsch oder schlecht bewerteten Überzeugungen, Handlungen oder Praktiken zu tolerieren. Die Ablehnungsgründe werden hierdurch nicht aufgehoben, aber übertrumpft. Das Grundrecht der Religionsfreiheit könnte beispielsweise ein positiver Grund sein, als falsch bewertete religiöse Praktiken dennoch zu tolerieren. Und drittens gibt es eine Zurückweisungskomponente. Diese legt die Grenzen der Toleranz fest, und zwar dort, wo die negativen Gründe der Ablehnung stärker wiegen als die positiven Gründe der Akzeptanz. Ein möglicher Grund, eine als falsch oder schlecht bewertete Überzeugung, Handlung oder Praxis zurückzuweisen, anstatt sie zu tolerieren, könnte beispielsweise die Verletzung der Menschenwürde sein. Forst unterscheidet 4 Konzeptionen der Toleranz. Nach der Erlaubniskonzeption bezeichnet Toleranz die Beziehung zwischen einer Autorität oder Mehrheit und einer Minderheit, die andere Wertvorstellungen hat. Toleranz besteht darin, dass die Autorität bzw. Mehrheit der Minderheit erlaubt, ihren Überzeugungen gemäß zu leben. Bedingung ist, dass die Minderheit die Autorität anerkennt und die bestehenden Verhältnisse nicht in Frage stellt. Die tolerierte Minderheit ist in dieser Konzeption nicht gleichberechtigt, sondern untergeordnet und machtlos. Man spricht daher auch von vertikaler Toleranz. Allein die Autorität entscheidet über Ablehnung, Akzeptanz oder Zurückweisung. Sie muss sich und ihre Entscheidungen prinzipiell nicht rechtfertigen. Sie legt einen eng umgrenzten und klar definierten Rahmen der Toleranz fest, welcher sich jederzeit ändern kann, sofern die Minderheit bestimmte Bedingungen verletzt. Toleranz wird in dieser Konzeption pragmatisch begründet. Die Kosten des Eingreifens bzw. der Bekämpfung der Minderheit wären höher als ihre Duldung. Toleranz dient als disziplinierendes, repressives Mittel zur Weiterführung der Herrschaft, der Autorität oder Mehrheit. Diese Auffassung finden wir in den klassischen Toleranzgesetzgebungen, beispielsweise im Edikt von Nantes. Mit diesem Edikt wollte Heinrich IV. Die Auseinandersetzung zwischen Katholiken und Hugenotten in seinem Land beenden. Um Unruhen und Streitigkeiten zwischen seinen Untertanen zu vermeiden, erlaubte er den Protestanten, ihre Religion an festgelegten Orten und zu festgelegten Zeiten auszuüben. Auch heute noch finden wir diese Konzeption als Minimalforderung von unterdrückten Minderheiten bzw. in abgeschwächter Form im demokratischen System. Die demokratische Mehrheit duldet als Autorität bestimmte Minderheiten. Wenn sich die soziale Konstellation ändert und die Minderheit größer oder stärker wird, kann von einer Koexistenzkonzeption gesprochen werden. Es stehen sich etwa gleich starke gesellschaftliche Gruppen gegenüber, welche Toleranz dem Konflikt vorziehen. Die Toleranzrelation ist hier nicht mehr vertikal, sondern horizontal. Die Tolerierenden sind zugleich auch Tolerierte. Auch in dieser Konzeption wird Toleranz nicht als Wert an sich betrachtet, sondern als Mittel zum Zweck. Sie dient der Erhaltung des sozialen Friedens, der Vermeidung von Konflikten und der Sicherung eigener Interessen. Mit einer solchen Konzeption von Toleranz ist der soziale Zustand jedoch instabil. Denn wenn das Machtverhältnis ins Ungleichgewicht gerät und eine Gruppe stärker wird, benötigt sie die Toleranz der anderen nicht mehr und kann die schwächeren Gruppen unterdrücken. In beiden Konzeptionen ist Toleranz kein positiver Wert. Es handelt sich um eine repressive und herablassende Form der Machtbehauptung bzw. um eine bloße Notlösung.
Kant kritisiert in seinem Essay »Was ist Aufklärung?« den hochmütigen Namen der Toleranz. Mirabeau bezeichnet das Wort Toleranz als tyrannisch, da es die Macht enthalte, Religionsfreiheit zu geben oder auch vorzuenthalten. Und Goethe schreibt, Toleranz sollte nur eine vorübergehende Gesinnung sein. Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen. Positiver konnotiert ist Toleranz in der Respekt- und Wertschätzungskonzeption. In beiden Konzeptionen stehen sich gleichberechtigte Gruppen gegenüber. Die Toleranzrelation ist also horizontal. Im Unterschied zur Koexistenzkonzeption wird in diesen Konzeptionen aber davon ausgegangen, dass Toleranz einer prinzipiellen Grundlage bedarf, um nicht in einer veränderten sozialen Situation in Intoleranz umzukippen. In der Respektkonzeption achten die Gruppen einander als politisch und moralisch gleichberechtigte Mitglieder einer rechtsstaatlich verfassten politischen Gemeinschaft, obwohl sie in zentralen Fragen, etwa zur richtigen Lebensführung, unterschiedlicher Meinung sind. Nicht eine Autorität oder Mehrheit bestimmt darüber, was toleriert wird und was nicht, sondern gemeinsame Institutionen, welche wiederum auf allgemein akzeptierten Normen aufbauen. Tolerierende und Tolerierte haben den Status gleichberechtigter Bürger. Sie sind sich einig darüber, dass bestimmte Grundrechte nicht verletzt werden dürfen und Grundsatzfragen in einem demokratischen Prozess besonders gerechtfertigt werden müssen. Voraussetzung für diese Konzeption ist, dass die tolerierten Überzeugungen und Praktiken nicht so negativ beurteilt werden, dass gegenseitige Toleranz ausgeschlossen ist. Auch in der Wertschätzungskonzeption stehen sich gleichberechtigte Gruppen gegenüber. Toleranz wird hier jedoch nicht nur als gegenseitiger Respekt, sondern sogar als begrenzte ethische Wertschätzung der anderen Überzeugungen oder Lebensweisen aufgefasst. Es gibt einen gemeinsamen, pluralistischen Wertehorizont mit sozial geteilten Vorstellungen des guten Lebens. Innerhalb dieses Wertehorizonts werden auch andere Überzeugungen und Praktiken als Verkörperung des Guten oder Gerechten betrachtet. Die gleichberechtigten Gruppen schätzen die jeweils anderen Überzeugungen und Praktiken zumindest teilweise als wertvoll. Diese Wertschätzung muss jedoch beschränkt sein, damit es sich noch um Toleranz handeln kann. Die andere Lebensform wird also nicht als ebenso gut oder besser angesehen. Ob Toleranz als positiv oder als negativ bewertet wird und welche Konzeption in welcher sozialen Situation angemessen ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es müssen sowohl die gesellschaftlichen Möglichkeiten berücksichtigt werden, als auch die gesellschaftlichen Normen, Werte und Wünsche. Der Begriff der Toleranz wurde ab dem 16. Jahrhundert zu einem zentralen Begriff der europäischen politisch-philosophischen Diskussion. Zu dieser Zeit kam es innerhalb des Christentums zu religiösen Konflikten. Man versucht herauszufinden, auf welcher Grundlage ein friedliches Zusammenleben zwischen Angehörigen verschiedener Glaubensrichtungen möglich ist. Toleranz bezog sich in dieser Zeit auf religiöse Überzeugungen, Handlungen oder Praktiken. Im Zeitalter der Aufklärung und nachfolgender Entwicklungen erweiterte sich die Bedeutung von Toleranz über das Religiöse hinaus. Es wurde nicht nur eine Duldung aller Konfessionen gefordert, sondern auch eine allgemeine Duldung Andersdenkender und Handelnder. Heute bezieht sich Toleranz auf das Dulden bzw. Respektieren von religiösen, politischen, kulturellen und sexuellen Überzeugungen und Lebensweisen. Bestimmte Grundfreiheiten sind mittlerweile durch die Verfassung gesichert und schreiben Toleranzräume fest. Mit dem Aufkommen neuer gesellschaftlicher Phänomene müssen die Grenzen der Toleranz jedoch politisch stets neu diskutiert und definiert werden. Umstrittene Toleranzfragen des 20. und 21. Jahrhunderts betreffen beispielsweise das Verbot religiöser Kleidung oder Praktiken, das Anbringen religiöser Symbole per Gesetz, die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, die Rechte von Transpersonen oder das Verbot radikaler Parteien. Was kannst du persönlich tolerieren? Was nicht? Und welche Konzeption von Toleranz sollte deiner Meinung nach in Deutschland gelten? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet-Lernset Toleranzkonzeption nach Rainer Forst kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!